Deutsch lernen durch Hören. Die Weiterbildung. Maria ist 30 Jahre alt. Sie arbeitet in einem Büro. Dort telefoniert sie mit Kunden, bestellt Druckerpapier und macht Kaffee für ihren Chef. Sie war immer zufrieden mit ihrer Arbeit. Doch letzte Woche hat sie mit dem Sohn ihrer Freundin gespielt. »Was möchtest du werden, wenn du groß bist?« fragt Maria das Kind. Der Junge überlegt. »Ich möchte Astronaut werden. Und du?« Plötzlich erinnerte sich Maria an ihren Traum. Als Kind wollte sie immer Anwältin werden. Ihr Vater ist Anwalt und die Arbeit macht ihm großen Spaß. Doch sie glaubt, es ist schon zu spät. Um Anwältin zu werden, muss man studieren. In der Universität sind alle 18 bis 20 Jahre alt. Da passt sie nicht rein. Sie hat ihre Chance verpasst. »Maria, wo bleibt der Kaffee?« schreit ihr Boss aus seinem Büro. Maria hört das Träumen auf und macht wieder ihre Arbeit. Am Abend sitzt Maria in ihrer Wohnung auf dem Sofa. Sie ist neugierig und öffnet ihren Laptop. Im Internet findet sie heraus, dass es doch nicht zu spät ist. Es ist möglich, auch mit 30 Jahren noch auf die Universität zu gehen. Aufgeregt meldet sie sich für die Kurse an. Am nächsten Tag geht sie zu ihrem Chef und kündigt mit einem Lächeln im Gesicht. Nie wieder muss sie für ihn Kaffee kochen. Sie ist voller Freude, aber auch etwas Angst. Ist es die richtige Entscheidung? Ein paar Wochen später fängt der Kurs endlich an. Maria steht vor dem großen Gebäude der Universität und ist sehr nervös. Sie geht rein und sucht den richtigen Raum. Langsam öffnet sie die Tür und sieht ein paar Menschen, die bereits auf den Stühlen sitzen. Leise setzt sie sich auf einen Stuhl ganz hinten im Raum. Vorne entdeckt sie einen Mann, der älter ist als sie selbst. Maria hat Hoffnung. Plötzlich kommt der Professor und stellt sich ganz vorne hin. Er begrüßt die Studenten und beginnt, das Thema zu erklären. Maria ist fasziniert. Sie weiß, dass es der Beginn eines neuen Lebens für sie ist.